Wir drehen gerade im Schloss Marquardt in der Gegend von Potsdam. Naja, es ist Herbst und seit heute Morgen regnet es auch noch in Strömen. Um 8 Uhr ging es für uns los. Die Crew war natürlich schon viel früher hier. Und höchstwahrscheinlich werden wir bis um 2 Uhr nachts drehen. Wer wartet mit Besonnenheit? Der wird belohnt zur rechten Zeit. Bevor ich mich intensiver mit Rammstein beschäftigt habe, war ich ganz und gar kein Fan. Ich fand es richtig doof. Und als ich dann die Texte zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist Poesie. Nun das Warten hat ein Ende. Leiht euer Ohr einer Legende. Ich bin tatsächlich ein Rammstein-Fan geworden über die Jahre jetzt, ne? Und ja, deswegen ist das für mich, ein Rammstein-Video zu drehen, ist für mich ganz was Besonderes. Zum Haifisch bekamen wir sehr, sehr viele Resonanzen. Und dann dachten wir, na klar, es ist einfach ein schönes Lied und deswegen haben wir das Lied ausgewählt. Wir halten zusammen, wir halten miteinander aus. Ich habe dieses Arbeiterliedgefühl so ein bisschen dieses Brecht-Gefühl sozusagen. Und das ist eben so ein einfaches so Arbeiterlied, wo man noch sagt, was man denkt in einfachen Worten. Und der Haifisch, der hat Tränen und die laufen vom Gesicht. Doch der Haifisch lebt im Wasser, so die Tränen sieht man nicht. Der Text ist ja relativ positiv, so wir alle, so Sechse ziehen durch die Welt und sind zusammen und eine Einheit. Wir wollten im Prinzip irgendwie das Gegenteil von dem machen. Wir halten euch die Treue, wir halten daran fest und halten uns an Regeln, wenn man uns regeln lässt. Das Lied geht eigentlich darum, dass wir ohne einander nicht können und nur aus uns Sechsen die Band besteht und das dadurch stark ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns auch gegenseitig Rücksicht nehmen und ebenso stark sind wie das schwächste Glied. Das Lustige ist, dass man im Film völlig das Gegenteil spielt. Dass wir uns nicht gut finden und dass wir uns alle blöde finden und nicht zusammenhalten. Was ja dann in Wirklichkeit auch die Negation wieder ist. Das finde ich total geil. Die Stärke von Rammstein liegt, glaube ich, mehr im Bereich Geschichten zu erzählen, Videos zu machen, wo wir die Möglichkeit haben, den Song in eine gewisse andere oder auf einer anderen Ebene zu bringen. Für mich ist es wichtig, wenn man ein Video dreht, dass man nicht separat einen Film dreht, der irgendwie nebenher zur Musik läuft, sondern dass es also mit der Musik zusammen eine Einheit bringt und den Song praktisch noch befördert. Es ist ganz oft so, dass mich die Band sehr beeinflusst mit ihrer Musik schon mal. Also die liefert einen unglaublichen Nährboden für Bilder. Ich könnte eigentlich zu jedem Lied, zu jedem Rammstein-Song könnte ich ein wunderschönes Video drehen. Das geht leider nicht, ne? Aber bei dem Haifisch war das eigentlich relativ schnell klar, was ich da gerne machen möchte. Soweit ich weiß, fängt die Story damit an, dass wir auf einer Beerdigung Till zu Grabe tragen. So einer richtig klassischen Mafia-Beerdigung in Schwarz mit guten Typen im Hintergrund und einem guten Auto und so weiter. Im Grunde genommen ist die Geschichte ja so, dass unser Sänger stirbt und wir verdächtigen uns alle gegenseitig. So Agatha Christie-mäßig, jeder hätte es sein können, jeder hat einen Grund. Und dann blickt Jörn immer in die alten Videos zurück Und er geht quasi durch diese ganze Geschichte der Rammstein-Videos, anhand wo man gucken konnte, wo es vielleicht irgendwie ein Beispiel geben könnte, dass irgendjemand von uns ihn getötet hat.
Insofern bekommen die Videos eine Wahrheit, eine neue und auch eine neue Bedeutung und das Lied damit auch eine neue Bedeutung. Und im Schluss stellt sich raus, dass eben dieses Video nicht echt war und insofern das alte Video, wie was wir gedreht haben, doch echt war. Und das ist genial, das finde ich total gut. Verabschiede dich von ihm. Und Cut. Aus! Danke! Sehr schön, super geil. Man braucht, glaube ich, ein bisschen Fantasie, um dieses Video zu verstehen. Aber wie jetzt die Auflösung des Ganzen ist, da lasse ich mich dann selbst überraschen. Ja! Ah! Und der Haifisch, der hat Tränen und die laufen vom Gesicht. Doch der Haifisch lebt im Wasser, so die Tränen sieht man nicht. Wie war es, im Regen zu stehen? Also war herrlich, sagt ihr. War die Frage doof? Oder kommt mir nie nur doof vor? Ich bin gerade kichrig. Ja, wie ist denn eine Stunde lang im Regen zu stehen? Das ist ein Traum. Also ich persönlich finde Regen nicht schlimm. Die Jungs sind total motiviert. Sie haben das gern. Jetzt gehen wir in die Close-Ups. Ne? Aber die Anordnung bleibt genauso. Gut. Willst du noch? Der Zug nee, aber dann machen wir einen Moment Pause. Wir können doch erstmal... Nee, lass uns das schnell machen. Ich mag ja Regen, total. Weil ich im November auch geboren bin und ich bin so eine Art Lurch. Aber dass der Sarg so schwer ist, hätte ich nicht gedacht. Der war so schwer, dass ich mich gewundert habe, wie schwach ich geworden bin. Aber da hat es so geregnet und da war die Stimmung so, wie sie sein muss. Also wenn schon Beerdigung, dann bitte auch bei so einem Wetter. Das Problem ist immer irgendwie, dass man an den Füßen am meisten friert und es gibt so eine Fußwärme. Und wenn die Füße warm sind, dann ist auch alles andere warm. Und außerdem gibt es hier eine Frau, die hat so ein Gesäuge. Und das ist, da ist man einfach platt. Ich meine, da wird alles andere warm. Da muss man einfach hingucken. Ich meine, die ist auch so selbstbewusst irgendwie. Ich glaube, die weiß auch ganz genau, was sie da hat. Und ich meine, das ist ein, wie sagt man? Na, ein Hingucker. Letzten Endes reduziert sich das immer wieder auf das Gleiche, dass dieses Jungsgefühl da ist und es war jetzt schwer, wirklich eine ernste Miene zu mimen, weil man hat eigentlich so ein Dauergrinsen im Gesicht gehabt, weil man damit ja eigentlich groß geworden ist mit diesem spielerischen Raufereien. Schauspieler ist jetzt übertrieben. Noch eine Art von Komparse oder so. Also wir machen ja auch ein Idioten-Acting. Wo ist er da? Aha. Also mit Schauspielerei hat jetzt so viel zu tun wie mit Fußball. Richtig raus! Auf! Ja, der klopft nicht auf! Bescheuert! Die Flagge mit rein! Hinten umfallen! Rausschlagen, ja super! Drauf, geht auf ihn drauf! Alle liegen am Boden! So, ich komme mit der Kamera näher, ihr kloppt euch hier vorne im Vordergrund und dann gehen wir auch mal wieder auf. Nur unten. Ja, versucht mir was anzubieten, dass ihr euch auch mal umdreht und so. Okay. Versucht es für die Kamera so ein bisschen zu gestalten. Okay, versuchen wir. Stürzt dich auf ihn rauf! Richard, schmeiß dich auf ihn rauf! Sehr schön, wälzt euch ein bisschen, das ist gut. Christopher, mehr shaky. Mehr shaky. Sehr gut. Hintergrund zeigen. Schön. Cut. Wunderbar. Auf. Sehr gut. Danke. Doktor, auch gut gemacht. Ja. So anstrengend. Außer Atem. Immer wenn wir irgendwie so diese bösen Jungs spielen, irgendwie da gefallen wir uns irgendwie und das kann man dann unheimlich gut spielen. Nicht, dass sich jetzt da irgendwelche Sachen entladen würden oder die man vielleicht nicht so aussprechen konnte oder die nicht geklärt sind zwischen den Bandmitgliedern, aber es ist einfach, man fühlt sich wie so ein kleines Kind nochmal und man rauft rum im Gras und rollt sich und wälzt sich und es ist ein schönes Gefühl. Gerade zwischen Gitarristen ist ja auch immer so ein persönliches, also ein ganz eigenes Phänomen und eine eigene Emotion und da gab es bestimmt von beiden schon Momente, wo wir wirklich einfach mal dann auch diese physische Gewalt loslassen wollten. Aber wir haben es irgendwie immer geschafft, irgendwie das durch Kommunikation irgendwie wieder hinzukriegen. Lange gerade. Aus. Gleich noch eine. Zu früh bewegt. Ich hab's kommen sehen.
Genau so, danke. Aus. Super geil. Super aus. Nächste. Aber ich meine, es ist natürlich nicht wirklich echt. Selbst wenn du irgendwie so tust, als ob irgendwie, da kommt jetzt nicht wirklich diese Emotion raus. Also du spielst es einfach nur. Ich hätte gern Richard noch das Hemd zerfetzt, so dass die Knöpfe wegfliegen, weißt du? Und sowas hätte ich gerne noch gemacht. Also die Schlägerei war schon cool. Und hat schon Spaß gemacht. Wie lange musst du unten bleiben? Ein Kaltbild. Man kann von uns halten, was immer man da will. Sieht gut aus, Ich kenne die Jungs mittlerweile ganz gut. Also ich weiß, wer die wirklich sind. So, ne? Deswegen, glaube ich, kann ich sie dann auch damit berühren, was ich dann drehe. Mit Jörn drehen wir deswegen so gerne, weil wir ihn als Menschen und als Regisseur natürlich sehr schätzen. Und es ist nicht nur eine bekannte Größe für uns, sondern es ist auch ein guter Freund mittlerweile, wo man einfach die gleiche Sprache spricht und da ist dann auch drauf Verlass. Jörn kann einem sehr gut die Sachen erklären und vorspielen. Also der bringt einen genau in die Stimme und sagt, pass auf, du bist das ganz traurig. Also das ist ein ganz blödes Beispiel. Till ist tot und du guckst jetzt so und sagst, scheiße, ist alles verloren, wie machen wir jetzt weiter oder so. Und das erklärt ja mir so gut, dass ich das dann noch machen kann. Auf 33. Okay, Action! Super. Versuch das uns zu zeigen. Nimm den Deckel so ein bisschen beiseite. Der ist leer. Und jetzt guck zur Kamera hoch. Und nochmal reingucken. Und hoch gucken. Guck mal richtig zu uns hoch. Spitze. Spitze. Danke. Super. Ey, geil. Richtig geil. Er hat einen Sinn für ein Detail. Also er ist wirklich sehr detailverliebt. Ja, ich mag das, wenn man generell bei Filmen, bei Videos ganz genauso, immer noch so in den Ecken Sachen entdeckt, die man erst beim dritten Mal entdeckt. Ne? Deswegen versuche ich auch im Hintergrund ein bisschen was passieren zu lassen. Und der Haifisch, der hat Tränen und die laufen vom Gesicht. Doch der Haifisch lebt im Wasser. Und entsetzen im Hintergrund, vorne nach hinten. Man muss schon versuchen, alle Geschmäcker auch so ein bisschen zu treffen. Ich möchte aber auch darüber hinaus natürlich auch die Geschmäcker der Rammstein-Fans treffen. Ich möchte den Rammstein-Fans auch was bieten. Weißt du, wir wollen einfach dem Rammstein-Publikum auf einer anderen Ebene als die Live-Performance einfach, möchte ich denen auch noch was mitgeben. Und ich glaube, die Band will das genauso.